Herzlich willkommen bei Kiefer Classic Racing und gleichzeitig willkommen zu unserem Start in die historische Motorsportsaison 2026. Es geht nach Oschersleben zum Auftakt der Deutschen Historischen Motorradmeisterschaft 2026. Der Transporter und der Wohnwagen sind bereits gepackt und beladen. Daher bleibt gerne dran und wir starten durch. So, wir sind angekommen in Oschersleben. Man sieht es im Hintergrund, unser Fahrerlager steht schon. Papierabnahme und technische Abnahme haben wir jetzt auch erledigt. Es dämmert schon leicht, ist jetzt relativ spät geworden. Es war erst ab 19 Uhr Einlass ins Fahrerlager wegen der vorangegangenen Veranstaltung. Deswegen hier heute alles ein bisschen später, aber es soll kein Problem sein. Wir machen uns jetzt hier noch einen schönen Abend. Was mich natürlich sehr gefreut hat, im Gegensatz zum letzten Lauf in 2025 in Hockenheim hat sich die Abonnentenzahl dieses Kanals hier verdoppelt. Und ich bin jetzt auch hier schon wieder das ein oder andere Mal angesprochen worden. Freut mich natürlich, dass tatsächlich so viele Leute hier Interesse zeigen und die Videos hier schauen. Motiviert mich natürlich, hier weiterzumachen und das vielleicht noch kontinuierlich ein bisschen zu verbessern. Also wer es noch nicht getan hat, darf den Kanal gerne noch abonnieren. Kostet nichts, tut nicht weh. Und hilft, den Zusammenhalt in der Szene ein bisschen mehr zu stärken und auch die Szene und das Thema immer weiter in den Vordergrund zu rücken und zu erhalten. Morgen früh um 9:20 Uhr haben wir dann unser erstes Training. Da geht es dann das erste Mal auf die Strecke. Und bis dahin machen wir uns jetzt noch einen schönen Abend. So, guten Morgen. Herzlich willkommen zurück in Oschersleben. Wie man sieht, Sonne scheint. Die erste Startgruppe geht jetzt schon gleich auf die Strecke. Wir haben jetzt soweit auch schon alles vorbereitet. Reifenluftdruck eingestellt, getankt und so weiter. Ja, und jetzt gehe ich mich umziehen und dann nehme ich euch wieder mit auf ein paar flotte Runden hier auf den Kurs in Oschersleben. Viel Spaß und bis gleich.
So, erstes Training, haben wir erfolgreich rum. Bei mir, Yamaha, lief ganz gut. Wie war es bei dir? Ja, ist ein bisschen Müssen wir uns jetzt, Stimmungsarbeit notwendig, aber ansonsten. ja, müssen uns gleich mal die Zündkerze angucken und dann eventuell noch mal anders bedüsen. Aber fürs zweite Training sind wir auf jeden Fall erstmal wieder zuversichtlich. So, wie man sieht, wir haben hier mal die Ersatzteilkiste offen und das Werkzeug raus. Ja, die Rotax lief ja nicht perfekt heute Morgen beim ersten Training. Michael konnte es aber ganz gut beschreiben, das Verhalten des Motors. Wir hatten zuerst eine zu magere Abstimmung im Verdacht. Jetzt haben wir es mit einer größeren Düse versucht. Das hat sich aber nicht bestätigt. Und bei den Arbeiten am Vergaser haben wir festgestellt, dass das Benzin sehr schlecht nachläuft in den Vergaser. Das hat zu dem gepasst, was Michael beschrieben hat. Dass bei Vollgas die Motorleistung irgendwann einbricht. Und wir haben jetzt gesehen, dass der Benzinfilter in der Rotax komplett dicht und verstopft war. Da ging kaum noch was durch. Den haben wir jetzt getauscht, da hatten wir noch Ersatz. Jetzt läuft das Benzin wesentlich besser. Und haben jetzt gemerkt, mit der größeren Düse war es nicht getan. Da hat die jetzt hier bei einer Testfahrt völlig überfettet. Jetzt haben wir einen neuen Benzinfilter und sind wieder zurück auf die ursprüngliche Bedüsung. Michael ist gerade unterwegs zu einer kurzen Testfahrt. Und mal schauen, was er jetzt berichtet, wenn er gleich zurückkommt. Ob das jetzt soweit schon mal passt, dass wir dann so nachher das zweite Training bestreiten können. So, wie man sieht, ich bin schon umgezogen. Vorbereitung fürs zweite Training laufen. Bei der Rotax haben wir jetzt noch einmal die Vergaserbedüsung angepasst. Das sah jetzt bei einer kurzen Testfahrt hier außerhalb vom Fahrerlager sehr gut aus. Hoffen wir, dass das passt, auch über den kompletten Trainingslauf. Und ich nehme euch jetzt in einem Onboard-Video nochmal mit auf 1, 2 schnelle Runden auf den Kurs hier in Oschersleben. Viel Spaß und bis gleich.
So, ich denke, man hat es im Fahrvideo schon gesehen. Das Wetter ist umgeschlagen. Hat dann doch ziemlich stark geregnet, obwohl es nicht so prognostiziert war. Aber in den ersten paar Runden, wo es noch trocken war, ging es gut. Dann musste man ein paar Körner rausnehmen im Regen. Wie war es bei dir? Ja, die Vergaserabstimmung hat sich gelohnt. Läuft zur Zufriedenheit. Mal sehen, wie die Rundenzeiten jetzt sind. Also ich bin guter Hoffnung für morgen. Ja, dann machen wir uns jetzt noch hier einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend und dann sind wir zuversichtlich für morgen, dass wir da die ersten Punkte einfahren können. So, wir haben uns jetzt nochmal auf dem Weg in den Zuschauerbereich. Mal hier gucken, was die anderen so fahren. Klasse A anschauen. Möchte ich ja vielleicht zukünftig auch irgendwann mal antreten mit der Yamaha TZ, wenn sie denn mal fertig ist. Ist hier in Oschersleben ganz schön. Man kommt ja über die Brücke in das Infield und kann da eigentlich alle Teile der Strecke einsehen. Und ja, schauen wir mal, was es so gibt. So, was geht? Vorstadt füllt sich schon. So, für diejenigen, die noch nie in Oschersleben waren, will ich das mal zeigen. Ich bin hier auf der Tribüne der Start-Zielgerade. Man sieht das hier hinter mir. Und kann mich jetzt hier auf diesem erhöhten Platz frei bewegen und kann jetzt hier schon direkt auf der anderen Seite hier das komplette Infield überblicken. Also das ist für Zuschauer sehr, sehr schön gemacht hier. Und auch dann hier in die andere Richtung. Also man kann hier mit wenigen Schritten eigentlich jeden Teil von der Strecke sehen. Macht das Ganze natürlich sehr interessant, sehr vorteilhaft für Zuschauer. Auch hier in die andere Richtung, zeige ich das jetzt nochmal. Ihr seht es im Hintergrund. Auch recht gut besucht hier. Großes Interesse von Zuschauern. Ja, und jetzt schauen wir mal, was die Fahrer der Klassen A, R, MS und F hier noch so abziehen.
So, ich sage hier immer, wir gehen zum gemütlichen Teil des Tages über. Das ist jetzt auch wieder der Fall. Wir sitzen hier hinter unseren Motorrädern und haben da unten ein paar gute Sachen auf dem Grill. Wir machen mal auf. So. Ja, wer so anstrengenden Sport betreibt wie wir, muss auch gut essen. Und so eine schwarze Dose genehmigen wir uns auch, aber nur eine. Wir müssen ja morgen wieder fahren. Da stehen dann die Wertungsläufe an. Mit prognostiziertem Regenwetter. Schauen wir mal, was es gibt. Ändern können wir es nicht. Also dann, bis morgen. Ja, nochmal guten Morgen hier aus Oschersleben. Der Wetterbericht hat Wort gehalten. Es hat jetzt hier den ganzen Morgen geregnet. Gut für den Wetterbericht, schlecht für uns. Momentan hat es ein bisschen nachgelassen, es nieselt nur noch leicht, aber die Strecke ist natürlich nass. Es sind jetzt vor uns noch einige Startgruppen und dann müssen wir mal sehen, wie die Strecke dann tatsächlich aussieht, was jetzt hier möglich ist. Aber so wie es aussieht, wird es hier durchregnen und die Strecke nass bleiben. Da wird das dann wieder wahrscheinlich alles durcheinander gewürfelt und die Wertung wieder ein bisschen ein Glücksspiel. Da ist jetzt eher wieder wichtig, sitzen zu bleiben, es ins Ziel zu bringen und am Ende mal schauen, was rumkommt in der Wertung. Und ja, ihr seht, ich bin schon umgezogen, Vorbereitungen sind jetzt soweit abgeschlossen und jetzt nehme ich euch trotzdem mal da mit raus auf die verregnete Strecke. Also viel Spaß und bis gleich. Geht's? Show. Aber jetzt bei der Kälte. Ja, mach halt.
sind wir wieder zurück. Ich denke, man konnte es im Video sehen. Es war jetzt leichter Regen, Strecke war natürlich nass. Bedingungen waren jetzt für mich persönlich nicht so toll. Ich bin rausgefahren, hatte auf der Einführungsrunde gleich einen ziemlich heftigen Rutscher am Hinterrad. Und dann war das Vertrauen ja, leider sofort weg. Ich habe es dann sehr ruhig angehen lassen, habe es durchrollen lassen, habe ja, darauf geachtet, einfach nur sitzen zu bleiben. Der Gleichmäßigkeitswertung müssen wir jetzt mal in die Ergebnisse gucken. Die sind jetzt aktuell noch nicht öffentlich. Aber da bin ich jetzt auch nicht so zuversichtlich. Bei Michael lief es ein bisschen besser. Er hat gesagt, er konnte eigentlich recht zügig fahren. Aber bei mir war null Grip da. Das war wieder wie auf hohen Eiern. Vielleicht wird es auch mal Zeit jetzt für ein paar neue Reifen. Das ist jetzt mein nächster Schritt. Dass da wieder ein bisschen mehr Vertrauen aufkommt. Und ja, leider soll es jetzt regnerisch bleiben. Jetzt haben wir heute Nachmittag noch den zweiten Wertungslauf. Das wird nochmal ähnlich werden. Also Priorität ist ja, ankommen, das Motorrad heil ins Ziel bringen, die Knochen heil ins Ziel bringen. Und alles, was dazu kommt, nehmen wir natürlich gerne mit. So, nochmal willkommen zurück. Ich denke, man hört's und sieht's auch. Das Wetter hat sich jetzt im Gegensatz zu heute Morgen nochmal verschlechtert. Ich habe heute Morgen nach dem Lauf gesagt, ich bin nicht allzu zuversichtlich in der Wertung. Da muss ich mich korrigieren. Es war tatsächlich sehr gut. Michael hat jetzt im ersten Wertungslauf den ersten Platz eingefahren, ich selbst den dritten Platz. Das hat uns natürlich riesig gefreut. Jetzt ist es so, dass aufgrund des anhaltend schlechten Wetters die Veranstaltung endgültig abgebrochen wurde. Und dadurch, dass manche Klassen ihren ersten Wertungslauf nicht mehr fahren konnten, gibt es jetzt überhaupt keine Wertung. Ist natürlich ein bisschen schade. Wir hatten ja gehofft, dass wir hier mal zu zweit aufs Podium fahren. Im Endeffekt, ja, haben wir jetzt gar nichts. Keine Punkte. Wie gesagt, findet überhaupt keine Wertung statt. Aber bei dem Wetter, es hätte jetzt auch keinen Sinn mehr gemacht, da nochmal jemanden rauszuschicken. Kann ich mal kurz zeigen, wie es hier aussieht. Also hier ist es auch extrem windig. Hier unser Vordach hier hinten vom Wohnwagen, das hängt auf 7:30. Hier unser Rennzelt hat es vorhin schon mal kurz angehoben, da ist uns hier alles umgefallen. Ja, jetzt packen wir ein und fahren nach Hause. Mit einem, ja, eigentlich ersten und dritten Platz, aber leider ja, keinem offiziellen Sieg in der Wertung. Aber nichtsdestotrotz sind wir zufrieden mit unserer Leistung. Und ja, freut mich, dass ihr jetzt bis zum Ende so angeschaut habt, uns durch das Wochenende begleitet habt. Ich freue mich, wenn hier jemand einen Daumen nach oben vergibt oder auch hier abonnieren drückt. Wie gesagt, wir packen zusammen, fahren nach Hause. Tschüss, bis zum nächsten Mal.